Bulettburg siehst du das leckere Fleisch und die tolle Soße dazu. Keine extra dazu gekaufte. Liebst du auch Bulettburg und wolltest es schon immer probieren, selber zu machen, doch die lange Zeit von über 6 Stunden schreckte dich immer wieder ab? Dann habe ich dich hier eine tolle Nachricht. Ich zeige dir, wie du ganz einfach, schnell, super schnell Bulettburg machen kannst. Und du wirst sagen, wow, warum habe ich das nicht früher gewusst? Ja, mit meinen Extra-Tipps wird das so richtig lecker. Verführung pur. Die Soße, ein Genuss, das Fleisch saftig. Ja, ich habe ja 1 Kilo Schweinefleisch. Eigentlich ist das jetzt zu zart, also nicht zu sehr durchwachsen. Normalerweise nimmt man für Bulettburg mehr durchwachsenes Fleisch. Mein Mann hat das so mitgebracht und das musste ich jetzt so halt weiter verarbeiten. Also wichtig ist das Fleisch jetzt erstmal ringsrum gut trocken tupfen. So, dann lege ich das mal kurz beiseite. Jetzt habe ich hier Alufolie, die ich entsprechend ausbreite. Und ich packe jetzt gleich noch eine zweite Schicht dazu, damit es halt von der Breite her mir das groß genug ist, damit ich das Fleisch richtig schön einpacken kann. Jetzt habe ich hier noch Backpapier, was oben drüber kommt, weil das Fleisch soll ja nicht direkt mit der Alufolie in Verbindung kommen. Gerade auch wenn nachher Gewürze alles dabei ist, muss unbedingt Backpapier dazwischen gepackt werden und nicht die Alufolie pur. Jetzt packe ich mein Fleisch mal da drauf, gucke auch von der Größe, dass das alles entsprechend so passt. Denn jetzt habe ich hier Liquid Smoke. Also da brauchst du nur ganz, ganz wenig davon. Das gibt dem Fleisch einen richtig schönen Rauchgeschmack. Dann habe ich als nächstes jetzt hier meine Würzmischung. Das ist die von Ankerkraut. Das ist die Bulettburg BBQ. Und die verlinke ich euch unten in der Beschreibung nochmal extra. Also die kommt jetzt noch mit richtig viel obendrauf. Musst du nachher abschätzen, je nachdem wie groß dein Fleisch nachher ist, wie viel du davon brauchst. Aber du kannst hier auch ganz einfach dann nachher noch etwas selber nachmachen, falls du zu wenig angemacht hast. Aber ich habe jetzt geschaut, dass es nicht zu viel wird. Jetzt kommt hier noch Öl dazu. Also jetzt habe ich hier den Pinsel, mit dem ich jetzt das Ganze jetzt hier gut verteile, sodass es schön streichfähig wird, damit ich mein Fleisch damit einreiben kann. Und vom Öl musst du halt jetzt schauen, wie viel du da brauchst. Ich habe jetzt noch ein ganz klein bisschen Öl noch dazu gemacht. So, und das verteile ich jetzt hier gut, so dass hier das Rauch mit dem Gewürzmischung und mit dem Öl alles gut schön verteilt ist. So, im nächsten Schritt wird das Fleisch jetzt damit gut eingestrichen, von allen Seiten ringsrum gut, damit die Gewürzmischung richtig schön an dem Fleisch dran ist. Weil du musst sie wirklich, kannst du richtig kräftig auftragen. Hier kann man wirklich sagen, desto mehr, desto besser ist es. So, jetzt habe ich mir inzwischen noch ein paar Handschuhe angezogen, da ich das Fleisch ja dann nachher noch mit der richtig schön einreiben möchte. Und das kann ich ja mit den Fingern so pur, nicht ideal, wenn nachher die Gewürze alles an der Haut hängen, denn die sind scharf und das kann brennen. Deswegen zieht er unbedingt den Handschuh an. Aber jetzt wird erstmal die ganze Mischung noch auf dem Fleisch kräftig verteilt. Ja, alles muss raus aus das Düppchen. Sehr wertvoll, sehr gut. Und du siehst, ich habe es also genau so geschaut, dass nichts überbleibt, denn das wäre schade bei dieser tollen Soße. Jetzt reibe ich das nochmal ein. Siehst du, dass es richtig schön ins Fleisch eingearbeitet wird. Also von allen Seiten richtig nochmal gut reiben. So, jetzt gucke ich von der Höhe her, von der Größe her, verteile ich das Päckchen in der Mitte, damit ich es dann nachher gut verschließen kann. Und ich packe mir jetzt richtig so wie so ein kleines Paket. Ja, schau dir das mal ganz gut an, weil das ist wichtig nachher, weil da noch Flüssigkeit mit reinkommt. Ja, das sind die ganz kleine, die Feinheiten, die kleinen Tipps, die dadurch das Fleisch richtig saftig machen und du eine wunderbare Soße dazu bekommst. Deswegen schau unbedingt vorher, dass es von der Größe alles passt, dass du so ein schönes Päckchen dir zurecht machst. Also ruhig erstmal komplett zusammenfalten
so wie ich das jetzt hier mache. So, jetzt muss das ganze Paket nochmal aufgemacht werden. Aber nicht komplett auf, sondern nur leicht. Weil ich habe hier nebenan etwas Cola stehen. Und das ist auch gar nicht viel, sondern etwas leicht Cola oben drüber. Du brauchst dann wirklich nicht viel davon. Und dann das Päckchen wieder zu. Und deswegen war es wichtig, dass du das vorher schon so zusammengepackt hast. Sonst würde dir die Cola jetzt alles davon schwimmen. Und so hast du das Päckchen richtig schön dicht. Und es kann nichts passieren. Also die Vorbereitungen sind in dieser Beziehung sehr wichtig, dass du es entsprechend so jetzt einpackst. So, jetzt kommt das Ganze in den Speedy. Die Christplatte ist unten drinne und oben drüber, da kommt mein Päckchen da entsprechend rein. Den Speedy zu, Funktion Heißluft frittieren und mit der Temperatur gehe ich runter auf 160 Grad und von der Zeit stelle ich insgesamt 3 Stunden ein. Ja, und da du nur 1 Stunde einstellen kannst, musst du also dreimal je 1 Stunde dann immer wieder nachstellen. So, jetzt habe ich hier Kartoffelpuffer. Ich habe mal die fertigen genommen. Und dann habe ich jetzt hier Eisbergsalat noch. Den schneide ich jetzt mir so in kleine Stückchen, damit ich ihn entsprechend auch mit dazu servieren kann. So, jetzt habe ich nur noch 2 Tomaten. Das Hinterteil weg, den kleinen Strunk. Und ansonsten schneide ich die Tomaten jetzt hier auch so auf. So, als nächstes brauche ich jetzt meine Christplatte und da habe ich jetzt hier diese Füßchen, die ich alle Seiten überall wieder ausklappen muss, damit ich die danach oben entsprechend in den Speedy einhängen kann. Ja, und die Platte ist noch etwas heiß. So, die Platte liegt jetzt oben drin in dem Speedy und jetzt sprühe ich die noch etwas leicht mit Öl ein, damit die Kartoffelpuffer, die ich jetzt da drauf lege, dann nicht festbappen. So, die 4 Kartoffelpuffer kommen jetzt auf der Christplatte oben drauf und Heißluft frittieren, 200 Grad und 7 Minuten lasse ich die dann laufen. So, die Überraschung steigt. Mit meinem Helferchen habe ich das jetzt hier aus der Heißluftfritteuse rausgeholt und jetzt öffnen wir mal das Paket und schauen, wie das Ganze geworden ist. Dadurch, dass ja der Braten diesmal nicht ganz so fett war, bin ich mal gespannt, wie das da geworden ist. Dann mit den Fetten wird das richtig lecker. Aber jetzt schauen wir. Na, das sieht doch schon mal lecker aus, schon mal gut aus. Gucke die Soße da drin. So, aber damit dir die Soße jetzt nicht wegläuft, ja, vom Tippen hat es auch gut gepasst, hole ich mir jetzt eine Schale und dann kommt das komplett in die Schale rein. Wegen dieser Soße da. So, das ist jetzt die Schale, die ich mir jetzt beigeholt habe. Und da kommt jetzt dieser Braten sachte rübergehoben, damit ja nichts von dieser tollen Soße verloren geht. Das kommt jetzt da rein. Dieses kann ich jetzt wunderbar da abziehen. Die Alufolie wegnehmen. Ja, und jetzt mein Backpapier noch weg. Ja, es ist alles noch etwas heiß. Deswegen fasse ich mit den Fingern so sachte da an. Und so ist das leckere Braten. Da ist das wunderbar saftig. Die Soße, alles hat klasse geschmeckt. Aber gleich gehen wir einen Zupfen und dann schauen wir uns das noch an. So, mit den Krallen hole ich das jetzt da raus und schau mal, das verfällt schon fast von alleine. Siehst du, wie einfach, wie klasse das ist. Wunderbar. Das Fleisch ist richtig schön zart geworden. So, das gezupfte Fleisch habe ich jetzt hier nochmal eingepackt. Also nochmal in Backpapier und dann in Alufolie schlage ich das nochmal ein, damit es dann nachher schön heiß da drinnen bleibt. Also das kannst du wunderbar gut vorbereiten, da drinnen aufbewahren. Oder du kannst den Pulled Pork auch einen Tag vorher alles zubereiten und dann tust du es gerade an dem Tag, wenn du es benutzen möchtest, nochmal die Heißluftfritteuse 160 Grad für 20 Minuten und dann kannst du das wunderbar auch dann da benutzen. So, jetzt geht es mal rüber zum Speedy. Das ist jetzt meine Soße und die möchte ich jetzt gerade noch ein klein bisschen andicken mit einer Mehlschwitze. Ja, den Speedy wieder zu, Heißluft frittieren einschalten und von der Temperatur bin ich jetzt auf 180 Grad gegangen und habe das Ganze jetzt gerade für 5 Minuten eingestellt. Ja, ich hatte ganz vergessen zu zeigen, wie ich das Mehl da rein habe. Also das
Wasser mit Mehl verrührt, kommt da rein und dann wird das da drin kurz aufgekocht in den Speedy und das ist dann die fertige Soße. So, meine Kartoffelpulver sind fertig und ich kann anfangen mit Anrichten. Mein Pulled Pork hatte ich ja in die Alufolie eingepackt, dass es schön warm bleibt, also besser gesagt, es ist richtig heiß geblieben. So, jetzt habe ich meinen Salat, meine Tomaten, alles was ich entsprechend jetzt hier anrichte, was jetzt da entsprechend da oben drauf kommt. Oder besser gesagt unten drunter. Der Pulled Pork kommt jetzt gleich oben drüber. So, und jetzt öffne ich mein Päckchen. Ja, ist noch gut heiß. Siehst du, wie das dampft. So, jetzt geht es kurz an die Verköstigung. Schau mal, der Kartoffelpuffer, der ist auch richtig toll geworden. War von der Außenseite noch schön knusprig. Und das Pulled Pork Fleisch noch jetzt dazu. Und dann werde ich das gleich mal probieren zusammen. In der Kombination. Aber ich habe es ja schon mal probiert. Ich weiß, es schmeckt richtig lecker, richtig toll. Ja, und siehst, so einfach kannst du Pulled Pork machen. Du musst keine 6 Stunden da irgendwo einen Ofen, einen Smoker, einen Backofen anhaben, sondern das geht so auf diese Art und Weise in der Heißluftfritteuse ganz einfach zu machen. Hast keine große Schweinerei, nichts, alles bleibt schön sauber. Ja, schau mal hier, das sieht doch richtig lecker aus. Und so lecker hat das auch geschmeckt.